Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Update-Video zu unserem Community-Projekt. Ihr seht, es hat mittlerweile auch einen Namen und ein wundervolles Logo, ganz herzlichen Dank dafür übrigens. Und zwar heißt es Cryptic. Wir wollen ganz kurz klären, um was geht es eigentlich bei Cryptic, was ist das Community-Projekt für die ganzen Leute, die vielleicht jetzt in der letzten Zeit erst dazugekommen sind. Es gibt natürlich ein ausführlicheres Video dazu, was gemacht werden soll. Im Endeffekt ist es kurz gesagt ein Browserspiel, in dem es ums Hacken geht. Allerdings nicht wie eine Simulation oder sowas, das heißt, ihr sollt danach nicht irgendwie Profis im Hacken sein, sondern ihr sollt dort dann spielerisch sozusagen mit euren Hackfähigkeiten umgehen. Also es ist nicht irgendwie Hacking Challenges 2.0 oder sowas, sondern es ist wirklich ein Browser-Spiel. Und ja, für alle anderen, wenn ihr mehr Informationen haben wollt, ihr könnt natürlich auch gerne das Einführungsvideo dazu nochmal euch angucken. Das ist zwar schon eine Weile alt, aber ich verlinke das Ganze natürlich. Und ja, was haben wir jetzt eigentlich diese ganze Zeit lang gemacht? Man muss dazu sagen, es ist nicht so ganz einfach für so ein riesiges Community-Projekt, wo wirklich jeder mitmachen kann, also an der Entwicklung mitmachen kann, nicht einfach nur spielen, sondern an der Entwicklung mitmachen kann, dass wir da einfach alles so haben, wie man es eben braucht. Also das heißt im Endeffekt, jeder von euch kann jetzt sagen, hey, ich mache ein Ticket, ich übernehme eine Aufgabe, zum Beispiel programmiere ich ein SMTP-Client, weil wir irgendwie das brauchen. Das war jetzt nur das letzte Beispiel, was wir intern gebraucht haben. Und danach gehe ich wieder. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, aber es soll möglich sein, weil nicht jeder hat einfach jeden Tag mal so mehrere Stunden Zeit, wie das bei einer normalen Arbeitsstelle ist. Das ist ganz klar, ich auch nicht. Aber wir wollen es natürlich für euch zur Verfügung stellen und dazu brauchten wir verschiedene Sachen. Wir mussten natürlich erstmal für uns so ein bisschen überlegen, okay, welche Dienste brauchen wir, also wo kommt der Code rein, wie verwalten wir Tickets, was machen wir mit dem Server und so weiter und so fort. Das war alles gar nicht so easy. Und mittlerweile sind wir da wirklich, wirklich weit gekommen. Deswegen hat die Einarbeitung auch so lange gebraucht, unter anderem. Wir haben dafür auch mittlerweile ein Account-Management und eine kleine Demo-Webseite, nicht für das Spiel, sondern um eben zu präsentieren, was wir gerade so entwickeln, damit eben neue, interessierte Leute relativ schnell einen Anlaufpunkt haben, um dann eben mitzumachen. Und ein Account-Management für uns Heads intern, dazu komme ich gleich noch, damit wir eben auch jemanden verwalten können, der sofort hier quasi was machen möchte und ja, nicht viel Zeit hat oder sowas, damit das eben auch unkompliziert funktioniert. Das heißt, wir haben auch die Arbeitswerkzeuge eingerichtet, zum Beispiel GitLab, Redmine, Discord und so weiter und so fort und sehen jetzt auch so ein kleines Team aus ja, Heads, kann man schon sagen, und wir organisieren das Ganze jetzt so ein bisschen, um euch den ganzen Einstieg und so sehr, sehr leicht zu machen. Das heißt, ihr könnt quasi sagen, hey, ich will mitmachen, ich übernehme jetzt 2 Tickets und go. Und so unkompliziert ist es mittlerweile auch. Dazu braucht ihr natürlich irgendwie Zugriff auf GitLab, also damit ihr den Code erstens mal pullen könnt oder dann auch wieder committen könnt und so weiter und so fort. Ich rede schon wieder in Fachbegriffen, dazu komme ich aber auch gleich noch. Und ja, das muss natürlich auch alles irgendwie gemacht werden. Wir haben außerdem ein Lastenheft mittlerweile, zumindest für die ersten paar Versionen. Und für die Alpha 1.0, so heißt die Version, die wir als nächstes planen, da ist schon sehr, sehr viel eigentlich in der Mache. Vor allem in der Architektur ist schon quasi alles fertig. Das heißt, man kann jetzt auch wirklich richtig mit der Programmierung anfangen. Ja, wir haben natürlich noch mehr gemacht. Wir hatten jeden Montag zum Beispiel ein Teamtreffen, also ein Head-Treffen von eben, weil man kann kein Treffen mit 200 Leuten machen oder sowas, deswegen haben wir das immer dann so versucht zu machen. Und ja, da ist auch wirklich einiges entstanden. Wir haben jeden Montag mindestens eigentlich 1,5 Stunden gebraucht, um dann auch wirklich alles so zu organisieren und so weiter. Das ist natürlich für euch nicht verpflichtend, auf keinen Fall. Und da haben wir sehr, sehr viel gemacht und sehr viel Organisatorisches auch, sodass ihr eben unkompliziert mitmachen könnt. Und das heißt für euch, ihr könnt ab sofort natürlich mitmachen. Das heißt, ihr könnt entwickeln, ihr könnt testen, ihr könnt Spaß dabei haben. Vielleicht sogar schon bald, wenn wir alle fleißig zusammenarbeiten, die erste Version spielen. Und da freue ich mich ganz besonders natürlich drauf. Jeder kann wirklich mitmachen. Also auch Leute, die keine Programmiererfahrung haben, können natürlich mitmachen. Wir wollen nämlich alle voneinander lernen. Dafür ist dieses Community-Projekt vor allem da. Es geht nicht um das fertige Produkt, sondern es geht um den Weg dahin. Wir wollen gemeinsam etwas entwickeln in einem Team. Wir wollen Software Engineering anwenden. Wir wollen eben auch alle anderen Sachen machen. Wir wollen wirklich alles selbst entwickeln. Außer natürlich jetzt die Tools wie zum Beispiel GitLab oder sowas. Die stehen ja schon.
Und das bedeutet, wir brauchen, oder ihr vor allem, braucht keine Vorkenntnisse. Wenn ihr mitmachen wollt, ihr werdet versorgt mit Informationen. Das heißt, ihr könnt dann tatsächlich für das Projekt euch einarbeiten. Ihr könnt daran lernen. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr im Backend mitarbeiten wollt, sagen wir einfach mal, dann könnt ihr Python lernen. Ihr könnt Flask lernen, die Playlist ist noch nicht mal auf YouTube draußen, aber ihr könnt sie trotzdem von mir haben. Ich habe schon Videos dazu aufgenommen. Und dann könnt ihr mitmachen, einfach ein paar Tickets übernehmen oder auch nur ein Ticket übernehmen. Und wenn ihr da Schwierigkeiten habt, nicht einfach aufgeben, sondern einfach mal fragen, mit anderen Leuten reden, einfach im Discord einen Call aufmachen, also jemanden anders anrufen oder einfach nur im Chat schreiben. Und ja, so kann man eben voneinander auch wirklich was lernen. Denn ich bin nicht die einzige Quelle für euch mit Informationen, das sollte hoffentlich klar sein, sondern sehr, sehr viele fähige Mitglieder hier in der Community können euch natürlich auch immer helfen. Und alles ist natürlich super freiwillig, aber vor allem suchen wir nicht nur Programmierer. Also wenn ihr irgendwie keinen Bock habt, irgendwie was zu programmieren oder so, dann ist es auch kein Problem. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Dinge, die man tun kann, zum Beispiel Design, Grafik, Musik, Organisation, Texte müssen natürlich geschrieben werden und so weiter und so fort. Also da gibt es super viel, was man auch nebenbei machen kann. Und zum Beispiel auch übersetzen habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, ist nur noch was mir gerade im Kopf ist. Das Spiel wird natürlich in mehreren Sprachen auch erscheinen, hoffentlich. Und ja, da kann man natürlich immer sehr, sehr viel machen. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie programmieren, ihr könnt aber natürlich, wenn ihr Bock drauf habt. Und ihr könnt euch auch einfach mit anderen Leuten zusammentun und dann zum Beispiel ein paar Grafiken entwickeln. Schaut euch nur das geile Logo an oder die Hintergrundgrafik. Auch was vom Community-Projekt entstanden ist. Da möchte ich natürlich auch nochmal ganz herzlich Danke sagen, weil ihr einfach auch schon so viel gemacht habt. Und ja, wenn ihr natürlich programmieren wollt, dann ist das absolut möglich. Wir machen im Frontend Sachen mit HTML, CSS, Angular, TypeScript und TypeScript basiert auf JavaScript. Und ja, da kann man natürlich auch jederzeit einsteigen. Und im Backend machen wir alles mit Python und Flask. Natürlich kommt auch ein bisschen SQL dazu. Und ja, wir haben da wirklich sehr viel, was man eigentlich machen kann. Wir decken so ziemlich das ganze Spektrum, glaube ich, ab, was man so brauchen könnte. Jeder kann mittlerweile alles machen. Wir haben also ich habe im Einführungsvideo gesagt, wir wollen das Ganze so hierarchisch aufbauen und jeder untersteht sozusagen seinem Head. Nein, ihr könnt quasi jedes Ticket übernehmen, was ihr machen wollt und euer Head ist dann eben der Ansprechpartner. Das heißt, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr könnt Python und ihr könnt Grafiken erstellen, also beides so ein bisschen, dann könnt ihr einfach sagen, hey, ich nehme jetzt das Ticket im Backend und programmiere ein bisschen was in Python. Dann ist euer Ansprechpartner eben der Head vom Backend, wenn ihr irgendwie mal eine Frage habt oder sowas. Oder natürlich auch jeder im Chat, der gerade da ist. Und wenn ihr irgendwie eine Grafik machen wollt, dann ist das halt der vom Grafikteil, der dann euer Ansprechpartner ist. Ja. Ganz wichtig ist natürlich auch, niemand muss irgendwas machen. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie 5 Wochen oder von mir aus ein halbes Jahr weg seid oder sowas, kein Thema. Geht einfach. Und jemand anders macht dann einfach das Ticket. Nur sagt uns am besten Bescheid, wenn ihr gerade nicht mehr könnt. Denn ansonsten, vor allem wenn ihr ein Ticket angenommen habt, kann sein, dass wir dann natürlich auch ein bisschen drauf warten, vielleicht euch auch helfen wollen. Aber ansonsten einfach komplett flexibel und das ist das Tolle daran. So, jetzt gibt es natürlich noch kurz 2 Ankündigungen, da fehlt was. Und zwar, es gibt FAQ-Runden oder FAQ-Runden einmal im Monat im Sprachchat auf dem normalen Morpheus Discord. Das heißt, der unter jedem Video in der Beschreibung steht. Und da wird natürlich dann auch alles angekündigt. Für das Cryptic Community Projekt haben wir einen eigenen Discord-Server. Denn dort ist quasi eure erste Anlaufstelle. Wenn ihr jetzt schon sagt, hey, ich will mitmachen, sofort und go, dann zeige ich euch das jetzt noch ganz kurz. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach auf dem Morpheus, also auf dem ganz normalen Discord-Server mal vorbeigucken. Dort gibt es einen Channel für eben diese FAQ-Runden. Ihr könnt jederzeit dort was fragen, das ist ganz klar, also im Text-Channel, aber es gibt auch einmal im Monat über Sprache sozusagen ich frage oder ich kann euch alles beantworten, eben eine FAQ-Runde. Okay, wunderbar. Dann gucken wir uns noch ganz kurz an, was ich euch zeigen möchte, nämlich den Discord-Channel vom Community-Projekt. Und natürlich die Webseite. Die sieht folgendermaßen aus. Richtig, richtig schön schon. Ihr könnt da gerne mal drauf gucken. Ich werde die jetzt nicht weiter vorstellen. Das ist eben eine Webseite, wie man sie erwarten möchte. Und das war sozusagen auch ein kleines Übungsprojekt. Denn ja, das ist auch in Angular und in Flask geschrieben. Vor allem das Backend ist natürlich dann in Flask geschrieben. Ihr könnt einfach mal vorbeischauen auf cryptic.the-morpheus.de. Dann landet ihr genau hier. Einfach mal durchklicken und vielleicht ein paar Dinge lesen. Was wir jetzt allerdings noch kurz machen wollen, ist, wir wollen uns angucken, wie man dem Community-Projekt beitreten kann. Und dazu gibt es natürlich den Invite-Link in der Beschreibung, der euch nicht auf den normalen Discord-Server bringt, sondern eben auf den
auf den Discord-Server fürs Community-Projekt. Hier seht ihr erstmal natürlich die Willkommensnachricht und es wird auch eigentlich alles wunderbar erklärt. Ich gehe es jetzt trotzdem ganz kurz mit euch durch. Das ist übrigens ein Test-Account. Ich heiße auch übrigens hier gerade Test-Account. Ihr braucht den Account gar nicht probieren oder sowas. Der macht nicht wirklich was. Hier gibt es auch natürlich das Einführungsvideo verlinkt. Das Video hier wird auch wahrscheinlich darauf verlinkt. Und ja, euer erster Schritt sollte sein, in den Regeln vorbeizuschauen und dort natürlich die Regeln erstens mal zu lesen und zweitens zu akzeptieren. Einfach draufklicken und dann habt ihr sozusagen erstmal, okay, ich habe die Regeln akzeptiert. Als nächstes gibt es ein kleines Registrierungsformular. Das solltet ihr ausfüllen definitiv, denn so können wir auch sagen, was für euch vielleicht relevant ist. Angaben sind natürlich zum Großteil freiwillig. Manche Sachen brauchen wir, wie zum Beispiel eben hier, also Vorname ist zum Beispiel freiwillig, Alter ist freiwillig, aber wir brauchen zum Beispiel eure E-Mail-Adresse. Warum brauchen wir die? Damit wir euch irgendwie kontaktieren können, beziehungsweise damit ihr auch Zugriff auf GitLab bekommt. Das ist da, wo der Code sozusagen hinfließt und damit ihr auch irgendwie Zugriff auf Redmine bekommt. Das ist das, wo die Tickets verwaltet werden. Wir brauchen euren Discord-Namen, weil wir natürlich hier das Ganze mit Discord verknüpft haben. Ihr seht, das Ganze ist auch sehr, sehr aufwendig. Und ja, alles andere ist natürlich mehr oder weniger freiwillig. Und dann, gut, das sollte ich vielleicht ganz kurz machen, ist der nächste Schritt, dass ihr hier eure eigenen Kenntnisse so ein bisschen einschätzt. Da ist so ziemlich alles drin, was man so kennen könnte und zum Beispiel auch hier eben, wie gut kennt ihr euch mit Flask aus, mit Python und so weiter und so fort. Das ist einfach nur, damit wir so grob wissen, wenn jemand jetzt zum Beispiel 10 sich gibt bei Code-Analyse und wir haben gerade eine wichtige Aufgabe für die Code-Analyse, dann muss das natürlich auch hier so ein bisschen dabei sein. Also, dass wir quasi wissen, hey, wir können denjenigen vielleicht einfach mal fragen, ob er vielleicht das Ticket übernehmen könnte, wenn es gerade absolut niemand machen möchte. Und ja, das ist eigentlich so ziemlich alles. Also es ist wirklich alles nur eben fürs Community-Projekt gedacht. Wir haben sogar eine Datenschutzerklärung, die könnt ihr euch auch gerne durchlesen. So, wenn ihr das alles gemacht habt, dann klickt ihr hier auf den Haken und dann werdet ihr von The Programmer, also von ihm hier, manuell sozusagen verifiziert, um dann eben auch hier jeweils euch, also natürlich damit auch ein bisschen Spam unterbunden wird, aber aus verschiedenen anderen Gründen, um in Accountverwaltung und so weiter noch ein bisschen was einzutragen und eure Accounts natürlich zu erstellen, also Redmine, GitLab und so weiter wird dann eben für euch erstellt. Wenn ihr irgendwie Fragen zu den Diensten habt, zu denen wird erstens mal natürlich noch wahrscheinlich ein Tutorial kommen, aber es gibt natürlich auch dann Tutorials in Textform hier auf dem Discord. So, da ich den Schritt natürlich jetzt nicht abwarten kann, weil ich erstens mal das Formular noch gar nicht ausgefüllt habe und zweitens nur ein Testaccount bin, möchte ich natürlich das Ganze euch so noch zeigen. Ihr erhaltet nämlich anschließend hier Zugriff auf die Channels CP News. Da sind einfach alle News dabei. Hier natürlich die Infos, die ihr brauchen könntet. Das sind sehr, sehr viele. Das wird auch eine Weile dauern, wenn ihr irgendwie mal was sucht oder sowas. Also zum Beispiel Bugmelden gibt es hier ein Formular. Feature Request gibt es hier ein Formular. Bewerbung für neue Mitglieder gibt es hier. Gut, okay, das sind natürlich jetzt einen ganzen Haufen Dinge. Zum Beispiel könnt ihr euch aber wunderbar mal das Lastenheft durchlesen oder das GitLab-Tutorial hier, das ist natürlich auch schon da. Einfach mal durchlesen. Wenn ihr Fragen habt, natürlich jederzeit schreiben. Ich bin Admin, ich kann hier posten, ihr könnt das wahrscheinlich nicht. Hier gibt es natürlich auch FAQ, also was wir nicht in Sprachform jetzt haben. Dann gibt es hier zum Beispiel für die Tickets von Redmine, also da ist sozusagen immer das, was gemacht wird aktuell. Zum Beispiel hier ein Icon erstellen, das ist jetzt mittlerweile auf 100%, also es ist komplett erledigt, steht hier auch dabei. Und dann haben wir hier natürlich auch Role Assignment. Das bedeutet, ihr könnt euch eintragen, was ihr eben haben wollt. Ihr könnt zum Beispiel sagen, hey, ich will Design machen, ich will Level Design machen, ich will Frontend machen, ich will Backend machen. Dann könnt ihr hier euch einfach die Channels geben, die ihr eben haben wollt. Das musste ich nicht machen, weil ich natürlich Admin bin. Und dann erhaltet ihr natürlich hier Zugriff auf die ganzen anderen Channel und könnt dort natürlich dann direkt mitarbeiten. Hier sehen wir auch gerade den New Member Alert. Der Test-Account ist beigetreten. Ja, und das ist so ziemlich alles, was ich euch jetzt heute sagen möchte. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann zögert nicht. Es gibt wirklich keine dummen Fragen. Und ich werde natürlich auch hier in der Beschreibung was editieren. Schaut einfach auch vorbei mit dem FAQ-Channel hier oder generell mit dem FAQ. Machen wir natürlich einiges. Schaut bei den Links hier vorbei. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Macht genauso begeistert mit wie alle, die bisher immer mitgemacht haben. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.